und willkommen in meiner Küche. Diesen Sommer habe ich ein Gemüsesandwich gegessen und der Clou darauf war eine süß-sauer eingelegte Paprika. Wie man die macht, zeige ich in diesem Video. Schwer ist es nicht. Um die Paprika von der Haut zu befreien, werden sie gegrillt. Das kann man natürlich auf einem Grill machen oder einfach im Backofen. Mit den Kernen ist das immer so eine Sache, denn sie sind und bleiben hart, weswegen sie entfernt werden müssen. Grillt man die Paprika im Ofen, kann man das vor dem Grillen machen, was mir etwas leichter fällt, da die Kerne nicht so am Fruchtfleisch kleben bleiben. Deswegen habe ich die Paprika aufgeschnitten, die Kerne herausgeholt. Die Paprika werden in Segmente geschnitten, auf ein Backblech gegeben und im Backofen unter den Grill geschoben. Durch die Hitze des Grills verbrennt die zähe Hautschicht, die die Paprika umhüllt. Man tut gut daran, die Paprika während des Grillens ein wenig hin und her zu legen, damit sie gleichmäßig bräunen können. Die Garzeit beträgt so um die 15 bis 20 Minuten, je nach Stärke des Grills. Nach dieser Zeit werden die Paprika sofort in eine Schüssel gegeben. Sie jetzt anzufassen, um die Haut abziehen zu wollen, ist keine gute Idee. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sehen, wie sie noch dampfen. Die Paprika werden mit einem Deckel zugedeckt und können so auskühlen. Dabei garen sie auch noch ein wenig nach, was gewünscht ist. So, die Paprika sind abgekühlt, jetzt kann die ledrige Haut abgezogen werden, die sich fast von alleine löst. Lediglich an den Kanten muss man ein bisschen mit dem Messer nachhelfen oder man kann an den verbrannten Stellen die Haut leicht ablösen, um sie dann nach unten abzuziehen. Das Abziehen geht dann leichter, wenn man schon Material zum Festhalten hat. Die fertigen Paprika wurden natürlich gewogen. Ich hatte 513 Gramm. Also bereite ich ungefähr 513 Gramm Sud zum Einlegen vor. Für die Zubereitung des Sudes greife ich wieder auf meine bewährte Zauberformel 3-2-1 plus zurück. Das sind 3 Teile Wasser, 2 Teile Essig und 1 Teil Zucker plus Salz und Gewürze. Also gebe ich gute 240 Gramm Wasser in einen Topf. Das sind 3 Teile, also 3 mal 80. Dazu kommen 160 Gramm 5%iger Essig, das sind 2 Teile, also 2 mal 80, sowie 1 Teil Zucker von 80 Gramm. Dazu kommen ungefähr 5 Gramm Meersalz. Der Sud wird zum Kochen gebracht. Hier habe ich meine Gläser. Sie sind frisch gespült und mit kochend heißem Wasser ausgegossen. Man darf die Gläser mit der Paprika nicht so vollstopfen, dass kaum noch Sud hineinpasst, denn er trägt ja auch zur Konservierung bei. Es sollte sich ungefähr jeweils zur Hälfte Gemüse und Sud im Glas befinden. Wenn man die Zwischenräume zwischen den Paprika berücksichtigt, sollten die Gläser so ungefähr zu 3/4 mit Gemüse gefüllt werden. Da ich nicht genau weiß, wie die Menge hinkommt, habe ich einige Gläser hingestellt. Grundsätzlich bevorzuge ich jedoch kleine Gläser, die sind hinterher schneller verbraucht. So, alles ist verteilt. Jetzt können die Gewürze verteilt werden. Das mache ich direkt in den Gläsern, da man die Mengen besser zuordnen kann. Zunächst kommt etwas Lorbeerblatt dazu, je nach Größe des Gefäßes in Stücke gerissen. Dann Senfkörner nach persönlichem Geschmack. Sowie etwas Knoblauch. Pfeffer könnte man auch noch dazugeben. Der Einlegesud ist heiß und wird durchgerührt, damit sich der Zucker schneller auflöst. So, jetzt kocht er. Kochend heiß wird er auf die Paprika geschüttet. Anfangs hatte ich gedacht, das ist viel zu viel Sud, aber es kommt hin. Die Gläser werden nun mit den ebenfalls frisch gespülten und mit kochend heißem Wasser abgegossenen Deckeln verschlossen. Die Deckel dürfen nicht rostig oder verbeult sein und sollten auch nicht schon zu oft benutzt worden sein. Löcher dürfen sie ebenfalls nicht haben. Die Gläser werden jetzt noch für 30 Minuten eingekocht, was im Grunde ganz einfach ist. Ich stelle sie hier in diese Pfanne oder in einen Topf. Auf den Topfboden kann man einen Draht oder Topflappen legen, worauf man die Gläser stellt.
Wasser wird eingefüllt und ein Deckel darauf gegeben und alles für 30 Minuten bei geringer Temperatur simmern gelassen. Danach dreht man die Hitzezufuhr ab und lässt alles unter dem Deckel langsam auskühlen. Materie dehnt sich bei Erwärmung aus und bei Kälte zieht sie sich zusammen. So auch der Inhalt der Gläser. Vorausgesetzt, dass die Deckel ganz dicht schließen, kann keine Luft mehr von außen in die Gläser eindringen und so entsteht ein Vakuum. Das kann man daran erkennen, dass sich der Deckel nach unten wölbt, also konkav ist. Bei den Bügelgläsern löst man die Bügel und versucht, den Deckel abzuheben. Dies sollte nicht möglich sein. Gläser, die sich öffnen lassen, sind für die Konservierung nicht geeignet. Sie sollten kühl gelagert und demnächst verbraucht werden. Es ist wichtig, dass man seine Gläser nach dem Abkühlen auch kontrolliert. Man sollte das auch ruhig nach ein paar Tagen nochmal machen, damit man auf diese Weise Verderb vorbeugen kann. Als Kind durfte ich nach dem Einkochen ab und zu mal in den Keller gehen und die Einkochgläser meiner Mutter kontrollieren. Besonders gefreut hat es mich, wenn ein Kirschglas nicht mehr verschlossen war. Die Gläser sollten nun noch eine Woche stehen, damit die Gewürze Zeit und Gelegenheit bekommen, ihrer Magie freien Lauf zu lassen. Jetzt öffne ich ein Glas. So sehen die Paprika aus. Wie man das zu Anfang zitierte Gemüsesandwich macht, zeige ich in diesem Video. Es ist wirklich unheimlich lecker. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Hier ist noch die Zutatenliste. Eingelegte Paprika, ca. 500 Gramm Paprika gegrillt. Für den Sud benötigt man 240 Gramm Wasser, 160 Gramm Essig, 5% Säure, 80 Gramm Zucker. Ein Viertel Teelöffel Salz, was 5 Gramm ungefähr entspricht, Lorbeerblatt, Senfkörner, Knoblauch, eventuell frischer Pfeffer. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!